Herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem Format, wo ihr denkt, Mensch, das ist doch direkt aus Cyberpunk. Aber soll ich euch was sagen? Es ist tatsächlich real. Und wir starten wie immer mit den Hacking-News. Den News, wo ich einmal ganz kurz umreiße, was in der letzten Woche alles Schlimmes passiert ist und wo ihr vielleicht in Zukunft vorsichtig sein müsst. Zuallererst wollen wir uns Microsoft Teams hierbei angucken, denn es ist auf GitHub eine Beschreibung von einem ziemlich gravierenden Exploit bei rumgekommen. Mit diesem Exploit könnte man tatsächlich, wenn man Microsoft Teams übers Web aufmacht, den kompletten Microsoft-Account übernehmen. Wenn man den Desktop-Client, also das heruntergeladene Microsoft Teams verwendet, könnte man sogar den ganzen PC übernehmen. Das ist eine ziemlich gravierende Schwachstelle und die wurde auf GitHub veröffentlicht als Teil des Bug-Bounty-Programms. Sprich da, wo Hacker im Auftrag von Microsoft suchen dürfen, ob sie eine Schwachstelle finden und dafür dann bezahlt werden. Also sozusagen beauftragte Hacker, ohne dass man sie jemals direkt gesehen hat. Problem hierbei war allerdings nur, Microsoft hat das extrem heruntergespielt und hat das Ganze als Spoofing eingeordnet. Das heißt als leichtes Verändern. Also es ist wichtig, aber es ist Spoofing. Das haben sie quasi so beides gesagt und das trifft das Ganze leider nicht so ganz auf den Kopf. Deswegen hat sich bei den Sicherheitsforschern, die diese Schwachstelle gefunden haben, mittlerweile im Team das Important Spoofing ein kleines bisschen als Running Gag herausgestellt. Hat sich also doch noch gelohnt, das Ganze zu finden. Als nächstes wollen wir uns eine interessante Strategie von den russischen Hackern, vermutlich Staatshackern APT, angucken. Die verbreiten natürlich regelmäßig Schadware im Netz und naja, klar, natürlich, viele sind davon betroffen. Der eigentlich wichtige Punkt hierbei ist allerdings, sie tarnen ihre Schadsoftware als etwas nicht ganz so krasses. Das heißt, wenn ihr in Wahrheit einen kompletten Übernahmetrojaner bei euch auf dem System habt, der alles kann, also eure Zugangsdaten auslesen, Code ausführen im Namen der Angreifer, dann tarnen die das ein kleines bisschen anders, damit es nicht so gravierend aussieht. Und zwar vorläufig als Bitcoin-Miner, das heißt eine Software, die einfach nur ein bisschen von euren Systemressourcen übernimmt und wo man dann wo die Angreifer ein bisschen Geld damit verdienen. Man denkt also erstmal, wenn man merkt, man hat einen Virus gefunden, ist ja gar nicht so schlimm, aber in Wahrheit ist das Ding halt richtig schlimm, weil es alles kann. Und hier sehen wir, die Malware wird immer größer, immer besser ausgetüftelt. Es ist eine Multifunktions-Malware im Endeffekt. Das heißt, wenn die mal bei euch auf dem System drauf ist und ihr denkt, Mensch, ich hatte ja nur meine Daten verloren, dann heißt das keineswegs, dass eure Daten nicht schon lang in der russischen Hand liegen. Und da muss man natürlich dann dementsprechend vorsichtig sein. Sprich, wenn ihr irgendwelche Malware bei euch auf dem System findet, solltet ihr definitiv all eure Passwörter trotzdem ändern, auch wenn es nur ein Bitcoin-Miner war oder sowas. Als nächstes wollen wir uns eine Schwachstellensammlung ansehen, und zwar Amnesia 33. Amnesia 33 bezeichnet eine Schwachstelle in einer TCP/IP-Bibliothek. Was das jetzt bedeutet, ist eigentlich relativ simpel. Und zwar, Geräte müssen ja über das Netzwerk kommunizieren. So, und die schreiben sich sowas eigentlich relativ selten wirklich komplett selber. Also der Code dafür ist nicht komplett selber geschrieben, sondern man nutzt Bibliotheken und von denen nimmt man sich dann Funktionen raus und verwendet die halt. So, in einer dieser Bibliotheken war jetzt offensichtlich eine Lücke drin und das hat zur Folge, dass die ganzen Geräte, die auf diese Bibliothek zurückgegriffen haben, leider auch angreifbar sind. Die müssten jetzt also gepatcht werden, was allerdings nur bedingt möglich ist, weil es IoT-Geräte mal wieder sind. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, damals war es die Schwachstellensammlung Ripple 20, das verlinke ich euch in der Endkarte. Jetzt mit Amnesia 33 sind natürlich andere Geräte betroffen, aber es hat ähnliche Auswirkungen. Betroffen sind hierbei wieder mal vor allem IoT-Geräte, das heißt sowas wie IP-Kameras oder Umgebungssensoren, also sowas wie Temperatursensoren oder andere intelligente Geräte, zum Beispiel eure Smart-Lampe könnte davon betroffen sein, irgendwelche intelligenten WLAN-Stecker, irgendwelche Drucker, irgendwelche Krankenhausgeräte, irgendwelche Geräte in Fabriken oder Roboter, Saugroboter oder sowas, könnte alles davon betroffen sein. Ich verlinke euch alles, was ich als Information habe, unten natürlich in der Beschreibung. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr unschön, weil solche Geräte werden relativ schlecht gepatcht. Das bedeutet, in den meisten Fällen wird diese Schwachstelle leider da vorhanden bleiben.
Und das wiederum hat zur Folge, dass die ganzen Geräte in Angriffe verwickelt sein könnten. Also sowas wie zum Beispiel ein Botnetz, das für einen bösartigen Angreifer, der irgendwo ganz anders sitzt, ein Passwort zum Beispiel von Social Media crackt. Das heißt, der lässt euren Kühlschrank oder eure intelligente IP-Kamera ein Passwort cracken, was, von dem ihr nicht mal was wisst. Ihr wisst nicht mal, wer diese Person ist, die da gerade gecrackt wird. Das ist natürlich sehr unangenehm und ja, das ist natürlich Internet der Dinge. Es ist leider immer noch sehr, sehr schlecht gewartet und wartbar überhaupt. Kommen wir zu einer etwas ungewöhnlichen Geschichte und zwar ein Hack auf BioNTech. Das ist der Hersteller vom Impfstoff schlechthin aktuell gerade. Und ja, die sind natürlich sehr gefragt und natürlich auch extrem starkes Ziel für Cyberangriffe gerade. Und deswegen, wie es eigentlich fast zu erwarten war, kamen hier sehr viele Meldungen auf mich zu, auch von euch, die mir sagten, hey, schau mal, das wäre was für den Hack der Woche, BioNTech wurde doch gehackt. Aber wie ihr gemerkt habt, das hier ist noch nicht der Hack der Woche, der kommt nämlich erst noch. Und zwar, ich habe die ganzen Artikel mal durchsucht und ich war wirklich langsam verzweifelt, eine Quelle zu finden. Spiegel hat dann zum Glück eine Quelle verlinkt und die verlinkt mich sozusagen als ursprüngliche Quelle von dieser ganzen Nachricht auf Business Insider. Business Insider hat allerdings genau in diesem Artikel reingepostet, dass sich die Recherche als nicht haltbar erwiesen hat. Das bedeutet, es gab an sich gar keinen Hack auf BioNTech. BioNTech selber sagt auch nicht, dass sie gehackt worden sind. Die haben das abgestritten. Und eigentlich sind sie rechtlich dazu verpflichtet, wenn sie gehackt wurden, zu sagen, ja, wir wurden gehackt. Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir zum Hack der Woche, der diese Woche sich auf FireEye bezieht. FireEye ist erstmal eine Firma, die niemandem wahrscheinlich was sagen wird. Mir hat sie ja vorher auch nichts gesagt, aber sie arbeiten mit der CIA zusammen und sind eine Firma für IT-Security, auch offensive IT-Security, sprich Pentesting, Hacking. Ja? Und wenn so eine Firma gehackt wird, dann ist das meistens nicht so gut, denn als bei der NSA die offensive Security gehackt wurde, da sind danach so Sachen wie WannaCry entstanden. Ich glaube, das sagt den allermeisten Leuten was. Der Punkt hinten dran ist nämlich, die Hacker auf FireEye haben sich einfach mal nicht nur an den Kundendaten bedient, sondern auch an den ganzen Werkzeugen, die FireEye benutzt hat oder benutzt. Und darunter sind sehr viele Werkzeuge, die Schwachstellen in modernen Systemen ausnutzen, wie zum Beispiel in Windows oder in anderen Systemen, um dort quasi Schadwert drauf zu bekommen. Das heißt, wenn jemand eine Lücke kennt, von der niemand was weiß und die noch nicht gefixt wurde, dann kann der im Endeffekt diese Lücke nach Belieben ausnutzen. Sprich, wenn ihr eine E-Mail bekommt und es gibt eine Schwachstelle in eurem E-Mail-Programm, von der niemand was weiß, außer dem, der euch die E-Mail geschickt hat, dann wird da halt tatsächlich der Virus ausgeführt. Da kann man nichts dagegen machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass IT-Security Schwachstellen behebt. Also alle Schwachstellen behebt. Auch am besten die, die noch nicht mal bekannt sind. Sprich, solche Sachen wie das, was FireEye hier gemacht hat, nämlich Schwachstellen zurückbehalten, damit sie selber ausnutzen können, ist etwas, was nach IT-Security-Perspektive absolut furchtbar ist. Und hier sehen wir, warum. Denn wenn sich jetzt diese Hacker an diesem ganzen Arsenal da bedient haben, dann können jetzt die Hacker das machen, was FireEye vorher im Namen des Staates gemacht hat. Was auch nicht okay ist, aber jetzt können es alle machen sozusagen. Das ist sehr, sehr kritisch und zum Glück hat FireEye hier relativ gut reagiert und hat die ganzen Sachen offengelegt und ja, die werden jetzt natürlich möglichst schnell gefixt, vor allem die kritischen Sachen werden schnell gefixt, das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass ihr jetzt direkt was bekommt, aber ja, es ist tatsächlich leider nicht ganz auszuschließen. Kommen wir zum Fail der Woche und der ist diese Woche von euch gekommen. Und ja, wir haben momentan eine Pandemie, okay? Und das bedeutet, dass man Schüler im besten Fall zu Hause unterrichtet. Und das hat jetzt teilweise Bayern getan. Und naja, schon am ersten Tag des Homeschoolings ist das Portal MEBIS, was für die Verwaltung etc. zuständig ist, ausgefallen. Das ist was gar nicht so selten passiert, denn natürlich ist so ein Portal erstmal krass überlastet, wenn da sehr viele Schüler drauf zugreifen. Die haben wahrscheinlich einfach unterschätzt, wie viel da tatsächlich an Traffic auf sie zukommt. Deswegen ist der Server wahrscheinlich abgestürzt. Das passiert ja nicht nur MEBIS, sondern auch großen Sachen, wie zum Beispiel League of Legends. Ich meine, wer früher League of Legends nach einem Patch oder sowas gespielt hat, der wird wissen, was da immer passiert. Aber natürlich ist sowas auch trotzdem ein Fail, weil man muss natürlich schon irgendwie dafür sorgen, dass seine Portale auch einigermaßen gut laufen. Und es gibt mittlerweile ganz gute Möglichkeiten, um dynamisch quasi Rechenleistung zu einem Server hinzuzufügen. Ich nehme an, dass sie da einfach nicht dran gedacht haben und dass das einfach viel zu viel auf einmal war. Deswegen ja, hier ein Fail der Woche.
Woche, der wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist. Kommen wir aber zum Win der Woche und hier haben wir gleich zwei Sachen. Und zum einen ist das natürlich mal, ja, ich bin absoluter Fan, ihr seht es schon an meinem T-Shirt, Cyberpunk 2077 ist natürlich jetzt endlich erschienen, das war exakt gestern und es gibt quasi kein Game, was so gehypt wurde wie Cyberpunk, zumindest wüsste ich jetzt keins. Denn ich habe mir tatsächlich schon direkt nach Witcher 3 überlegt oder recherchiert, was sie als nächstes machen und habe seither tatsächlich Bildschirmhintergründe, also Desktop-Hintergründe teilweise zumindest, von Cyberpunk 2077, bevor sie es überhaupt noch angekündigt haben. Und jetzt ist das Spiel endlich draußen und ich konnte tatsächlich schon meinen eigenen Charakter erstellen. Für mehr hat es leider noch nicht wirklich gereicht. Ich bin quasi noch direkt am Anfang. Ihr seid wahrscheinlich schon sehr viel weiter. Meine Abo-Box quillt über mit Cyberpunk sozusagen, aber ich will mich nicht spoilern lassen. Das heißt, seid bitte auch hier in den Kommentaren vielleicht spoilerfrei unterwegs. Ja, ich wünsche allen, die auch darauf gewartet haben, sehr viel Spaß und ihr dürft mir gerne mal eure Meinung zu dem Game in die Kommentare schreiben. Komplett überhyped oder vielleicht absolut gerechtfertigt. Der zweite Win der Woche geht an die Corona-Warn-App. Denn die Corona-Warn-App ist jetzt in den F-Droid Store gekommen. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, quasi die Corona-Warn-App ohne die ganzen Google-Dienste herunterzuladen. Und das ist wirklich eine geile Sache, denn das legt nochmal zusätzlichen Wert auf Datenschutz und nochmal zusätzlichen Wert auf eure Anonymität. Kommen wir ganz kurz zu den Hardware-News und hier hat China was Extremes verkündet. Und zwar in ihrem Quanten-Supercomputer namens Jiuzhang oder sowas, ich kann kein Chinesisch, sagt mir gerne, wie ich das aussprechen muss, konnte man jetzt 76 Photonen erkennen mithilfe des Gaußschen Bosonen-Samplings. Und das sagte mir überhaupt gar nichts. Die Story hinten dran ist allerdings, dass dieser Quanten-Supercomputer jetzt 100 Billionen Mal schneller sein soll als der stärkste Supercomputer, der nicht auf Quanten basiert. Das bedeutet, sie sagen, sie haben für eine Aufgabe 200 Sekunden gebraucht, während tatsächlich ein herkömmlicher Supercomputer 2,5 Milliarden Jahre gebraucht hätte. Es ist natürlich immer ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen. Man kann das aktuell nicht so genau vergleichen, denn Quantencomputer funktionieren komplett anders als herkömmliche Supercomputer. Aber allein die Tatsache, dass sie hier 76 Photonen erkennen konnten, tatsächlich wäre das allerdings ein fetter Fortschritt. Also wir sehen, China ist definitiv im Game, was Quantencomputer angeht und die forschen da ordentlich dran. Was man da allerdings glauben darf, das wird uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch mehrfach um die Ohren fliegen. Wird spannend sein, ich bleibe natürlich am Thema Quantencomputer für euch dran, auch wenn ich eigentlich kein Physiker bin, aber wer weiß, vielleicht kriege ich da ja mal so ein paar Infos und wenn ihr was habt, dann schreibt mir das auch ganz gerne. Wir bleiben bei China und wechseln zu den Politik-News und auf meinem Kanal China Politik-News könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass es um Datenschutz hier geht. Denn China ist ein richtiger Überwachungsstaat, anders kann man es nicht sagen. Und ja, jetzt sind tatsächlich Datenschützer darauf aufmerksam geworden, dass vielleicht nicht alles in Ordnung ist, was sie tun. Zum Beispiel gibt es, ich werde nicht mal versuchen, die Namen auszusprechen, in einer Stadt gibt es Begrenzungen, was das Toilettenpapier angeht. Das heißt, man darf sich nicht unendlich viel ziehen, sondern es wird per Gesichtserkennung festgestellt, wie viel Toilettenpapier man sich zieht. Und das war jetzt scheinbar sogar für China zu krass. Deswegen sind da einige Leute ein bisschen stinkig deswegen geworden und haben da einige Berichte veröffentlicht. Spannende Sache, ich glaube aber nicht, dass es den Kohl wirklich fett macht. Ich fand es nur mehr oder weniger amüsant, für was man alles Gesichtserkennung benutzen kann. Kommen wir allerdings zu einem etwas gravierenderen Punkt, und zwar der kasachstanischen Regierung. Die zwingt nämlich gerade ihre Bürger, wenn sie auf Google, Twitter, Facebook und so weiter zugreifen wollen, ein eigenes Zertifikat nochmal zu installieren. Ansonsten wird der Traffic einfach komplett blockiert. Und das machen die jetzt nicht zum ersten Mal, sondern zum dritten Mal. Was dieses Zertifikat genau bedeutet, das möchte ich euch ganz kurz erklären, falls ihr irgendwann mal in der Lage seid, bzw. mitbekommt, dass sowas auch bei euch im Land, ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt, passiert, dann wisst ihr, dass ihr euch dagegen wehren müsst. Denn dieses Zertifikat ist im Endeffekt ein Man-in-the-Middle-Angriff. Was das bedeutet, ist folgendes. Ihr habt auf einem Rechner oder in eurem Browser oder in anderen Anwendungen, die irgendwie mit dem Internet kommunizieren, immer Zertifikate vorinstalliert. Von sogenannten Certificate Authorities, also quasi Autoritäten, die Zertifikate ausstellen. Mit so einem Zertifikat seid ihr in der Lage, Unterschriften zu überprüfen. Also quasi wie wenn jemand wirklich unterschreibt, könnt ihr sagen, das ist eine gültige Unterschrift von dieser Person.
So, und das macht man jetzt folgendermaßen. Ihr habt diese Zertifikate und diese Certificate Authority, die dieses Zertifikat bei euch auf dem Rechner hat, die darf jetzt anderen Leuten Zertifikate ausstellen und unterschreibt dann, dass die auch wirklich gültig sind. Das bedeutet, diese Certificate Authority unterschreibt Google, dass das, was da gerade an Verschlüsselungstraffic zu euch rüberkommt, auch wirklich von Google ist. Stark vereinfacht das Ganze, ihr könnt das bei mir auf dem Hauptkanal gerne ein bisschen genauer finden. Und ja, im Endeffekt, wenn jetzt hier ein fremdes Zertifikat bei euch installiert wird, dann kann die kasachstanische Regierung auch hergehen und den Schlüssel von Google fälschen. Und ihr würdet es nicht mal mitbekommen. Das heißt, die kasachstanische Regierung kann sozusagen einen Schlüssel ins System einschleusen. Ihr denkt, ihr schickt gerade den ganzen Traffic verschlüsselt an Google und in Wahrheit schickt ihr ihn eigentlich an die kasachstanische Regierung. Die entschlüsselt den Traffic, liest ihn komplett mit und verarbeitet ihn, also wirklich alle Daten, auch Kreditkartendaten und sonstiges, und verschlüsselt das dann wieder und schickt das an Google. Google schickt dann wieder zurück an die kasachstanische Regierung und die wiederum liest alles mit und verschlüsselt dann wieder für euch und ihr könnt dann wieder das Ganze weitermachen. Das heißt, die kasachstanische Regierung kann quasi alles entschlüsseln, was es überhaupt nur gibt. Das ist sozusagen ein Man-in-the-Middle-Angriff, wie er im Buche steht und ja, natürlich eigentlich hochgradig illegal, weil es Massenüberwachung ohne Ende ist und nicht so sein sollte. Das ist quasi ein Bruch für die Verschlüsselung. Also sehr, sehr gefährlich das Ganze und ja, definitiv mit Vorsicht zu betrachten. Falls ihr irgendwann mal sowas mitbekommt, wehrt euch dagegen. Kommen wir zur letzten Politik-News und die ist jetzt tatsächlich für Deutschland relevant, denn sie kommt aus der EU. Die EU hat jetzt einen Gesetzentwurf beschlossen, der Cyber-Grooming verhindern soll. Ganz kurz, was zur Hölle ist Cyber-Grooming? Ich habe dazu einen Podcast gemacht mit einem der führenden Cyberkriminologen Deutschlands. Ihr findet den unten in der Beschreibung verlinkt. War ursprünglich auf dem Hauptkanal, gibt es aber auch auf Spotify, würde ich euch dort empfehlen. Und ja, Cybergrooming, kurz zusammengefasst, ist die Tätigkeit, wenn ein erwachsener Mensch ein Kind bzw. einen Jugendlichen oder Minderjährigen im Endeffekt anschreibt und den bzw. diejenige zu Bildern oder Videos drängt, auf welche Art und Weise auch immer, also zum Beispiel Erpressung etc. etc. Höchst ekelhafte Tätigkeit, allerdings natürlich super schwer zu verhindern. Und jetzt hat sich die EU gedacht, Mensch, wir müssen da was dagegen tun. Und deswegen möchte die EU, dass Bilder und Videos, die über Social Media verschickt werden, automatisch analysieren. So, das ist jetzt erstmal ein bisschen gravierender Eingriff, möchte man denken. Lasst mich das ganz kurz elaborieren. Zum Einsatz kommen soll ein Tool namens PhotoDNA, was von Microsoft entwickelt wurde und was im Endeffekt für solche Analysen genau da ist. Also das heißt, die können erkennen, wenn da gewisse Inhalte drauf sind, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte, damit das die armen Menschen in der Strafverfolgung nicht mehr machen müssen oder zumindest nicht mehr so krass machen müssen vielleicht. Tatsächlich sind scheinbar letztes Jahr, also 2019, insgesamt 3 Millionen dieser Bilder verschickt worden. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Und Videos zählen da auch rein, sorry. Auf jeden Fall soll dieses Foto-DNA solche Bilder erkennen und dann natürlich dem Kind helfen und denjenigen, der die angefordert hat bzw. erpresst hat, soll das Ganze verfolgen. So, jetzt zu der Sache mit der Privatsphäre. Im Endeffekt bezieht sich das natürlich nur auf Plattformen, die nicht verschlüsselt sind. Das heißt, die Verschlüsselung kann hierbei nicht gebrochen werden. Foto-DNA soll also zum Einsatz kommen in zum Beispiel Facebook, in zum Beispiel Messengern wie über PlayStation Network, zum Beispiel über Steam etc., Twitter zum Beispiel. Und ja, das ist natürlich möglich, weil diese Messenger sind erstmal keine Messenger an sich, sondern ihr schickt etwas an die Plattform. Dort wird das gespeichert, ganz normal, also unverschlüsselt gespeichert und dann geht es weiter an das Ziel. Das bedeutet, die Plattformen haben so oder so den unverschlüsselten Text, das unverschlüsselte Bild und darauf soll jetzt sozusagen mit der Foto-DNA geguckt werden, automatisiert. Das bedeutet, es liest im Endeffekt eigentlich niemand eure Bilder mit oder eure Videos mit. Aber eine KI macht Fehler. Und wenn eine KI natürlich jetzt ein Foto, was von euch an jemanden verschickt wird, analysiert und sagt, ey, das ist böse, ja, ihr wisst, was da drauf ist, dann guckt da vielleicht jemand nochmal rein und naja, sieht dann eben tatsächlich das Foto, was ihr verschickt habt. Und deswegen sagen Forscher, das ist eigentlich ein ziemlicher Eingriff in die Privatsphäre. Und sollte so eigentlich nicht gemacht werden dürfen, weil, nehmen wir jetzt mal an, ich schicke zum Beispiel einem anderen Menschen, den ich mag, ein Bild von mir nackt, was ich nicht tun würde, aber es gibt Menschen, die tun sowas, okay? Und ja, dieses Bild würde dann, sagen wir mal, ich habe keinen Bart und so weiter, bin ein bisschen jünger, okay?
Dieses Bild würde dann eingestuft werden als gefährlich, als böse, ja. Dann könnte natürlich der gesamte Chat mitverfolgt werden und es müsste erstmal geklärt werden, ob das wirklich ein solches Bild ist. Das ist natürlich die eine Seite. Auf der anderen Seite wird aber natürlich auch diese 3 Millionen Bilder, die können dann tatsächlich analysiert werden und besser verarbeitet werden und man kann mehr solche Fälle aufdecken. Es ist also mal wieder so ein bisschen schwierig, das Ganze. Als Lösung, wenn ihr solche Bilder unbedingt verschicken wollt, dann habe ich für euch natürlich einen Messenger-Vergleich gemacht. Das heißt, welche Messenger legen Wert auf echt gute Verschlüsselung, guckt da gerne mal vorbei, dann könnt ihr solche Bilder wieder einfach so teilen, wenn ihr Bock drauf habt. Falls ihr das wollt. Abschließend wollen wir mit dem Bericht der Woche wieder mal und hier haben wir eine richtig gute Entwicklung mal wieder und zwar von meiner ehemaligen Universität, nämlich dem KIT in Karlsruhe. Da haben Forscher jetzt tatsächlich Displays entworfen, also Bildschirme, kleine Bildschirme, die nicht so gut sind, aber tatsächlich eine sehr wichtige Eigenschaft haben und zwar, sie sind kompostierbar und mit dem Tintenstrahldrucker druckbar. Das bedeutet, ihr könnt quasi mit eurem Drucker einen Bildschirm drucken, den in Gelatine einwickeln sozusagen und das ist dann tatsächlich ein voll funktionsfähiger Bildschirm. Das ist einfach nur faszinierend ohne Ende und wenn das Ding dann irgendwann nicht mehr richtig funktioniert, dann kann man es einfach auf den Müll werfen und ja, das ist biologisch abbaubar. Mega geile Idee, ich feiere das zutiefst und ja, deswegen verlinke ich euch natürlich auch unten in der Beschreibung mal wieder eine genauere Geschichte bzw. das Paper dahinter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.